Immer mehr Schmerzpatienten entdecken die vielen Vorteile vom Kibud. Damit jede Person individuell das Maximum aus dem Schweizer Luftküssenschuh herausholen kann, bieten Kibud-Partner spezielle Events an. Beim Intervallwalking wird den Teilnehmern die Funktion des Trainingsgeräts und die Wirkung auf den eigenen Körper erklärt. Immer wenn Sie mit dem Fuß auf den Boden kommen, ist Ihre Fußmuskulatur aktiv im Kibud. Das heisst, sie wird trainiert. Der Fuß muss aktiv aufgerichtet werden und er muss aktiv mitarbeiten, damit Sie sich fortbewegen können. Damit das Training möglichst effizient ist, muss man ein paar Sachen beachten. Dazu kommt, dass die Probleme und Beschwerden der Teilnehmer sehr vielfältig sind. Ich habe ein unstabiles Fußgelenksrechte, weil das war 7-mal gebrochen, aber schon lange, aber es ist halt nie richtig wieder gekommen. Das heisst, es ist auch die Achillessehne relativ kurz und das wirkt sich auch auf den ganzen Körper natürlich aus. Genau. Bandscheibenproblem noch. Vielen Orten Bandscheibenprobleme, Arthrose in den Knie und Haarausfall. Also ich habe immer wieder Probleme mit einem verspannten Nacken und der untere Rückenbereich ist auch immer wieder ein Problem für mich. Ich habe eigentlich Mühe mit Verspannungen im Rücken und im Nacken und habe dann die Schuhe probiert und habe dann Schmerzen bekommen in den Knien und habe sie auch nicht viel angelegt. Seit etwa 1,5 Jahren verwache ich Nacht 4 bis 5 oder noch einmal, weil mir die Knie wehtun. Und wenn ich dann aufstehe, kann ich zuerst fast nicht anlaufen. Vor allem habe ich auch Probleme mit dem Stegen durchlaufen. So vielfältig wie die Leiden der Schmerzpatienten sind, so verschieden sind Tipps vom Kibud-Erfinder Karl Müller und seinem Sport- und bewegungswissenschaftlichen Team. Wenn Sie eine Brücke gerade bauen, dann kann die keine Kräfte tragen oder wenig Kräfte. Wenn Sie die Brücke so bauen, dann können Sie oben drücken, was Sie wollen, dann gehen die Kräfte den Bogen raus. Und das Gleiche ist der Fuß. Wenn der Gewölbe hat, dann kann er viel mehr Kraft tragen, dann wirkt er elastischer und dann wirkt er auch besser als Stossdämpfer fürs Knie. Versuchen Sie hineinzulanden und trotzdem die Aufrechthaltung zu haben. Oder vielleicht eben sogar so. Man muss sowieso Herz-Kreislauf und Muskelbewegung, also die Orthopädie und Herz-Kreislauf auseinanderhalten. Und wenn bei Ihnen die Schwachstelle irgendwo an den Knien ist, dann schnell laufen Gift. In Kleingruppen werden Teilnehmer trainiert, die erfahren die Wirkung dabei direkt im eigenen Körper. Schauen Sie, dass Sie wenig rollen. Jawohl. Fest rollen tut weh. Jawohl, so. Ganz klein Schritt. Tut auch weh? Nein. Ist besser, oder? Ja. Ganz, ganz locker, so abwärts, ganz, ganz schnell. Noch schneller, jawohl, ganz schnell, schnell, schnell. Sehr gut, sehr gut. Auf dem ganzen Fuß landen, nicht auf dem Vorfuß. Dann sehen Sie, dass etwas, das gut war, im Moment nachher wieder schlecht wird. Dann müssen Sie wieder einen Wechsel machen. Vielleicht müssen wir mal rückwärts laufen, vielleicht müssen wir mal eine Seitwärtsübung machen. Müssen wir jetzt alles ein bisschen ausprobieren. Die Erfahrung vom Kibud-Team ist riesig. Die Inputs sind für die Schmerzpatienten wertvoll. Mir ist aufgefallen, jetzt durch das langsame Laufen, das konzentrierte Laufen, dass wir wirklich auch noch andere Muskeln haben und brauchen. Das finde ich wichtig, die kleinen. Das Trebeln habe ich noch gar nicht gekannt und das bringt schon etwas. Ja. Also ich habe jetzt nicht so Schmerzen wie vorher. Ich kann eigentlich, ich spüre es ein bisschen, aber überhaupt nicht so fest. Ich habe ein paar gute Ratschläge und Tipps bekommen. Ich mache einige Fehler, habe ich gemerkt. Ich hoffe, ich kann es umsetzen und ich will es versuchen. Und jetzt mit dieser Übung, dass wegen dem Fersen runterrollen, da merke ich einfach, dass das anstrengend ist. Und mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen und darum finde ich das gut, wenn man so darauf aufmerksam gemacht wird und wird das üben in Zukunft, zum locker bleiben und einfach für den Rücken. Mit einem einmaligen Training ist es aber noch nicht durch. Das Intervallwalking sollte in den Alltag integriert werden. Man könnte schon etwas rausholen, man müsste wirklich dranbleiben und dass es so in Fleisch und Blut übergeht, oder? Also das Gewicht mehr nach hinten und eben halt keine Belastung auf dem Vorderfuß, Kräftigung, ja. Also ich denke, wenn ich jetzt das wirklich häufig machen würde, wäre vielleicht etwas zu machen, ja. Ich will mir jetzt Mühe geben mit dem Intervalllaufen und schauen, nicht mehr so viel zu sitzen, sondern immer wieder ein bisschen aufstehen. Also das trainieren. Ich versuche mit diesen Übungen mehr zu arbeiten und so. Und dass das irgendwo etwas bringen könnte, das muss ich einfach alles ausprobieren. Und es braucht jetzt einfach gewisse Zeit, um das wirklich dann eben auch umzusetzen. Oder?
Mit dem Schweizer Luftkrüssischuh den Schmerzen davonlaufen, das ist das Ziel vom individuellen Intervallwalking. Nutzen auch Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich bei Ihrem KIBUM-Partner über das nächste Event in Ihrer Region.